Werden Sie das abpumpen?« fragte Arne, als er unbeholfen in den überfluteten Keller trat, in dem das Wasser bis knapp unter seine Knie reichte. »Ich weiß es nicht«, sagte ich. »Renovieren Sie das Haus nicht?« »Ich glaube nicht«, antwortete ich. »Sie sind nur hinter diesem Wandgemälde her.« »Nun, wir müssen es trocken bekommen«, brummte Arne. »Hier unten können wir keinen Strom verlegen. Wir brauchen es auch für die Bildgebungsgeräte.« »Ja«, stimmte ich zu. »Außerdem weiß Gott, was in diesem Wasser ist. Einige dieser Tunnel müssen zu den Katakomben führen.« »Das ist nicht dein Ernst«, rief er, während seine Taschenlampe von einer kahlen Steinwand zur nächsten huschte. »Gibt es hier unten tatsächlich Leichen?« »Das ist eine Kirche«, sagte ich. »Hier wurden Menschen begraben. Nicht in jüngster Zeit, aber ja. Es gibt Katakomben. Keine Sorge, sie sind nicht einfach wie Brennholz in einem Raum gestapelt. Es gibt Tore und so weiter, um zu verhindern, dass Menschen sie entweihen.« Arne leuchtete mit seiner Taschenlampe auf das Wasser, das um seine Füße plätscherte, und verzog die Lippen. Es hatte die Farbe von altem Kaffee. Ich weiß nicht, wie man von uns erwarten kann, unter diesen Bedingungen zu arbeiten. »Für das Geld, das Sie zahlen, würde ich bis zur Hüfte im Rhein arbeiten«, sagte ich ihm. Das letzte Gemälde des Mannes wurde für 7 Millionen Euro verkauft. Sie wissen, wie begeistert die Kirche war, als sie herausfand, dass er in den 70er Jahren hier unten war. Was auch immer er an die Wände gemalt hat, damals wurde er wegen Vandalismus angeklagt. Aber jetzt geht es um Geld. Sie wollen, dass alles, was er getan hat, restauriert, verpackt und verkauft wird. Arne schnaubte. »Wo ist das verdammte Ding überhaupt?« Ich hielt kurz inne, um mich zu orientieren. »Hier unten.« Ich winkte ihn weiter und wir tauchten tiefer in den Keller ein, wo wir uns durch eine seltsame Mischung aus großen Räumen und unbeholfen in den Fels gehauenen Tunneln bewegten, von denen einige so niedrig waren, dass man sich bücken musste, um hindurchzukommen. In vielen der Räume, an denen wir vorbeikamen, standen alte Kisten. In einem waren Möbel mit einst weißen Laken drapiert, die jetzt schimmelig und fleckig waren. In einem anderen stand ein altes Klavier, dessen Deckel noch oben war. Zum Glück war es nicht weit, höchstens ein paar Minuten. Als wir die Tür gefunden hatten, stemmten wir uns beide mit den Schultern dagegen und drückten sie auf. Das Wasser musste ich angestaut haben, denn es strömte auf Hüfthöhe heraus und riss uns beide fast von den Füßen. »Verdammt, stinkt das!« rief Arne über das Rauschen des Wassers hinweg, aber ich ignorierte ihn. Sobald es sicher war, traten wir ein und es war, als würde unser Licht schwächer und die Luft kälter. Ein deutliches Gefühl, dass wir eine Schwelle überschritten hatten. Ein langer und leerer Raum, in dem das einzige Geräusch irgendwo in der Ferne tropfendes Wasser war. Ich wollte gerade vorschlagen, dass wir falsch abgebogen waren, als ich sah, dass eine der Wände schwarz gestrichen war. Und da war etwas Seltsames. Erst wenn man den Blick schweifen ließ, sah man die Pinselstriche, von denen jeder nicht dicker als mein Daumen war. Sie bedeckten jeden Zentimeter davon und fingen das schwache Licht unserer Taschenlampen ein, schimmerten mit kurzen Blitzen in schillernden Farben, die unmöglich zu fokussieren waren. Je länger ich hinsah, desto mehr erkannte ich die Tiefe dieses Werkes. Allein die Textur war bemerkenswert, als würde man hoch oben stehen und auf einen weiten, ununterbrochenen Ozean hinunterschauen. Aufgewühlte Wellen aus glattem, schwarzem Wasser. Und die Farbe? Am ehesten lässt sich das mit dem vergleichen, was man sieht, wenn man die Augen schließt. Das Ganze ließ mir das Herz in die Hose rutschen, aber sein künstlerischer Wert war unbestreitbar. So etwas könnte ich mir an einer Wand im Museum Ludwig in Köln vorstellen. Kein Wunder, dass die Kirche es restaurieren und aus dem Keller holen wollte. Aber das war keine leichte Aufgabe. Es war riesig. Mir ist nicht so gut. Arne schwankte kurz, bevor er zusammenbrach. Ich musste mich beeilen, aber ich schaffte es, ihn aufzufangen, bevor sein Kopf unter Wasser geriet. »Scheiße«, zischte ich, während ich mich bemühte, sein Gewicht mit meinen Armen unter seinen Schultern zu halten. In Panik sah ich mich nach einem Platz um, wo ich ihn ablegen konnte, aber der Raum war leer. Wenn ich ihn losließe, würde er hinplumpsen und unweigerlich ertrinken. Aber er war ein großer Kerl und meine Arme wurden bereits müde. Ich hatte keine Hoffnung, es bis zur Treppe zu schaffen, aber ich erinnerte mich an den Raum in der Nähe, den mit den Möbeln. Das musste im Notfall reichen. Ich bemühte mich, ihn aufrecht zu halten
und zog ihn langsam durch das trübe Wasser. Es war nicht einfach. Der Boden war zwar fest, aber immer noch uneben, und ich ging rückwärts durch kniehohes Wasser. In Gedanken durchspielte ich alle möglichen Folgen dieser Situation und konzentrierte mich unweigerlich auf die schlimmste. Er könnte ertrinken. Er könnte sich eine Infektion zuziehen. Wir könnten uns verirren. Diese Tunnel waren eng und unübersichtlich. Ich konnte es mir so leicht vorstellen, die Angst und Panik im Kreis zu laufen. Grob behauene Steine, die sich ineinander verschlingen, sodass jede Biegung mich an diesen Ort zurückbringt, während meine Arme immer müder werden. Was würde ich in dieser Situation tun? Fragte ich mich. Würde ich ihn ertrinken lassen? Oder würde ich weitergehen, bis ich vor Erschöpfung zusammenbreche? Und wie lange würde ich durchhalten? Ein paar Stunden? Einen Tag? Vielleicht länger? Es war eine dumme Idee, aber sie ließ mein Herz rasen. Ich versuchte mir einzureden, dass ich alles unter Kontrolle hatte. Ich hatte einen Plan. Einen Plan, einen guten. Ich setzte ihn aufrecht in einen dieser alten Stühle. Er war wahrscheinlich nur wegen der Luft dort unten ohnmächtig geworden. Vielleicht war er empfindlicher als die meisten anderen. Aber während ich versuchte, ihn im Auge zu behalten und auf Anzeichen von Bewusstsein zu achten, schaute ich immer wieder nach oben in den Tunnel vor mir. Mit jedem Schritt fühlte sich die Dunkelheit schwerer an und das Plätschern des Wassers wurde so laut, dass es fast in meinen Ohren als keiner es in den Ohren schmerzte. Und doch konnte ich gleichzeitig jeden meiner Atemzüge so deutlich hören, als stünde ich in völliger Stille. Ohne wirklichen Grund überkam mich eine kalte Angst. Ich fühlte mich dort unten nicht allein. Egal wie sehr ich versuchte, es als kindisches Gefühl abzutun, es wurde immer stärker. Jedes Mal, wenn ich aufblickte, erwartete ich, etwas zu sehen. Nur Gott weiß, was ich dachte, würde auf mich warten. Aber das war egal. Der bloße Gedanke, dass sich etwas im Dunkeln oder unter Wasser verbarg, reichte aus, um mich zur Eile zu treiben. Auch wenn ich mir immer wieder sagte, dass das eine gute Möglichkeit war, einen Fehler zu machen. Gott sei Dank war es nicht weit bis zum Raum mit den Möbeln. Es gab keine Tür, also drehte ich mich einfach um und stapfte rückwärts, bis ich einen Stuhl sah, der gut genug aussah. Sicher, er war ekelhaft und grün vor Schimmel und Mehltau, aber er musste ja nur sein Gewicht tragen. Arne ist gut 15 Zentimeter größer als ich und auch schwerer gebaut, sodass ich erschöpft war, als ich ihn auf den Stuhl gezerrt hatte und eine Pause einlegen musste, um wieder zu Atem zu kommen. Die Hände auf den Knien, der ganze Körper zitterte. Ich brauchte ein paar Sekunden, um mich zu sammeln, bevor ich mich über ihn beugte und seinen Darzes Namen rief. »Arne«, rief ich. »Arne«. Ich tätschelte ihm ein paar Mal sanft das Gesicht. Er schien sich zu regen, aber ich konnte es nicht mit Sicherheit sagen. »Um Himmels Willen«, zischte ich, wobei ich nur den leisesten Anflug von Besorgnis in meiner Stimme hörte und versuchte, sie zu unterdrücken. »Arne, wach auf und lass uns verdammt nochmal verschwinden.« Jemand drückte eine Taste auf dem Klavier und alles in mir kam zum Stillstand. Es klang dumpf und falsch, aber es gab keinen Zweifel an dem Geräusch, das aus dem nahegelegenen Raum kam. Der Gedanke, dass sich tatsächlich jemand anderes dort unten befand, ließ meine Haut straff werden und meinen Kopf eiskalt. Ich brauchte all meine Willenskraft, um aufrecht zu stehen und zur Tür zu schauen. »Markus«, stöhnte Arne, und ich zuckte fast vor Schreck zusammen. »Mir geht es nicht gut«, murmelte er und rieb sich das Gesicht. »Es ist so dunkel hier. Ich glaube, ich träume.« Als der erste Schock nachließ, überkam mich Erleichterung, dass ich an diesem schrecklichen Ort nicht mehr allein war. »Sie sind ohnmächtig geworden«, sagte ich mit einem so freundlichen Lachen, wie ich es zustande brachte. »Das muss an der Luft hier unten liegen. Von jetzt an brauchen wir Atemschutzmasken.« »Mir ist kalt«, stöhnte er, während er sich aufrichtete. »Ich will nach Hause. Kann ich bitte nach Hause gehen?« »Verdammt richtig«, sagte ich, während ich seinen Ellbogen nahm und ihn zum Ausgang führte. Ich fühlte mich viel sicherer, weil ich wusste, dass nicht nur ich der Dunkelheit ins Auge blickte, aber ich zögerte trotzdem, als wir den nächsten Raum passierten. »Was ist?« fragte Arne, als ich innehielt, um mir das alte Klavier anzusehen. »Nichts«,
murmelte ich, bevor ich uns beide weiter vorwärts eilte. Jemand hatte den Deckel geschlossen. Auf dem Foto sieht es wie ein anderes Gemälde aus. Marie schürzte die Lippen, als sie auf das Kameradisplay blickte. Hat das etwas damit zu tun, wie es das Licht einfängt? Sie nahm das Stativ und stellte es ein paar Meter weiter nach rechts. Sie drückte einen Knopf und der Blitz schoss in dem dunklen Raum wie ein Blitz. Für einen Augenblick lag der ganze Ort offen da. Grob behauener Stein und stehendes Wasser. »Schau mal«, rief sie mir zu. »Es ist wieder passiert.« Ich unterbrach meine Arbeit und baute die 4. Pumpe am anderen Ende des Raumes auf und ging hinüber. Bisher hatte ich es geschafft, den größten Teil des Wassers abzupumpen, aber es stand immer noch 1 Zentimeter hoch auf dem Boden. Natürlich waren die restlichen Tunnel immer noch überflutet. Keine Hoffnung. Der Raum selbst war also abgeriegelt. Sandsäcke am einzigen Eingang mit weiterer Abdichtung durch Gummiplan. Ich hatte tagelang versucht herauszufinden, woher das letzte Wasser in diesem einen Raum kam und war so sehr damit beschäftigt gewesen, nach undichten Stellen zu suchen, dass ich Marie als Hilfe für die Bildgebung einstellen musste. »Sieht komisch aus«, sagte ich, als ich mich über ihre Schulter beugte und mir das neueste Bild ansah. Die Wand erschien wie eine Explosion psychedelischer Farben. Eher wie ein Batik-T-Shirt als der schwarze Obelisk, der sie in Wirklichkeit war. Aber es ist ein seltsames Stück. Sehr strukturiert und die Farbe selbst ist ziemlich einzigartig. Es überrascht mich nicht, dass sie sich unter dem Blitz einer Kamera seltsam verhält. »Aber schau es dir an«, sagte sie. »Das habe ich«, antwortete ich, während ich weiterging, da ich nicht zu lange hinstarren wollte. »Es ist seltsam. Ich mag es nicht«, sagte sie, bevor sie das Stativ leise ein paar Meter weiter bewegte. »Ich auch nicht«, rief ich, als ich mich neben die kaputte Pumpe kniete. »Also lass uns weitermachen. Ich brauche jede Hilfe, die ich kriegen kann.« »Na gut«, sie schnaubte. »Wo ist denn dein Komplize?« »Arne fühlt sich nicht gut«, sagte ich. »Ach, das ist schade. Ich mochte Arne immer.« Ein weiterer Blitz. Für einen kurzen Moment war meine Silhouette auf die Wand gegenüber dem Wandgemälde gemalt. Ich hätte schwören können, dass es eine andere Art von Schwarz war, als hätte mein Schatten eine Textur, sogar Pinselstriche. Bevor ich darüber nachdenken konnte, was ich gesehen hatte, stand Marie plötzlich neben mir. »Immer noch kein Glück mit der Pumpe?« »Das macht mich wahnsinnig«, sagte ich. »Nun, ich möchte jetzt das Röntgen vorbereiten. Es dauert nicht lange. Aber wir müssen jedes Mal den Raum verlassen. Oder zumindest ich, da ich das täglich mache.« Ich überlegte, ob ich allein an diesem Ort bleiben sollte. »Scheiße, ich komme mit«, sagte ich. »Nun, bevor wir anfangen, brauche ich Hilfe, um es in Position zu bringen.« »Klar doch«, sagte ich und nahm ihre Hand, um aufzustehen. Es handelte sich um ein großes Gerät, das dazu diente, hochauflösende Bilder von dem zu machen, was sich unter Farbe und Leinwand befand. Unverzichtbar, um die frühen Werke eines Malers zu sehen. In den wenigen Jahren, die ich in den Archiven der Hamburger Kunsthalle verbracht hatte, hatte ich es immer genossen, die seltsamen Artefakte zu dokumentieren, die sich unter berühmten Gemälden befanden. Manchmal konnte man sogar eine Zeitachse des Arbeitsprozesses des Künstlers erkennen. Vorläufige Skizzen, entfernte Merkmale, später hinzugefügte Hintergrunddetails. Die meisten Menschen wissen nicht, dass unter all der Farbe mehr als eine Mona Lisa lauert. »Okay«, sagte Marie, als wir die Maschine auf die erste kleine gelbe Markierung manövrierten, die sie auf den Boden gelegt hatte. »Die erste von 4. Ich drücke auf den Timer, dann machen wir uns auf den Weg zum Korridor. Es piept, wenn es fertig ist. Können wir loslegen?« Ich nickte und sie drückte auf den Knopf. Wir gingen zügig zum Ausgang, kletterten über die Barrikade und zogen die Plastikfolie beiseite, die ich über die Türöffnung gelegt hatte. Gerade als Marie auf der anderen Seite war, hörten wir den Piepton, der uns anzeigte, dass es geschafft war. Dann waren wir wieder drin, wo sie die Platte entfernte, sie in einen wasserdichten Seesack steckte und der Prozess von vorne begann. Jedes Mal schoben wir sie weiter nach unten in den langen Raum. Jedes Mal dauerte es etwas länger, bis wir wieder am Ausgang ankamen. Es war nervig, aber notwendig. »Das letzte Mal?« rief Marie aus, als wir endlich die 4. gelbe Markierung erreichten.
»Ich bin eigentlich neugierig, mir diese Bilder genauer anzusehen, weißt du?«, fügte sie hinzu, bevor sie innehielt, um sich das Wandgemälde anzusehen. »Es ist schrecklich anzusehen, aber man muss die Kunstfertigkeit bewundern, die darin steckt. Es ist fast, nun ja, vertraut.« Ihre Worte verstummten und sie neigte langsam den Kopf. Ich musste sie anstupsen, um sie daran zu erinnern, den Knopf zu drücken. Sie lachte, drückte ihn und damit marschierten wir beide zurück zum Ausgang. Ich kletterte schnell wieder über die Barrikade, drehte mich um Marie zu helfen, starrte aber auf eine leere Tür. Die Maschine piepste, um zu signalisieren, dass sie fertig war, und ich streckte meinen Kopf durch die Plane und schaute mich um, konnte sie aber nicht sehen. Verwirrt kletterte ich wieder hinein und suchte den Raum ab. Nichts. Die Maschine war immer noch da und summte vor sich hin. Aber keine Spur von der Frau, die bis vor wenigen Sekunden direkt hinter mir gewesen war. »Marie?«, rief ich, aber es war nur das Geräusch von tropfendem Wasser zu hören. Ich war verblüfft. Ich konnte nicht verstehen, wo sie hin war. Sie konnte nicht an mir vorbei in den Flur gelangt sein. Es ergab einfach keinen Sinn, aber als die Sekunden zu Minuten wurden, wurde die Verwirrung durch eine beklemmende Panik ersetzt. »Marie?«, schrie ich erneut. Und dann noch einmal. Und noch einmal. Jedes Mal wurde meine Stimme etwas lauter und die Wiederholungen rückten näher zusammen, bis ich wütend auf und ab ging und immer wieder ihren Namen schrie. Meine Stimme wurde heiser. Ich streckte sogar meinen Kopf in den Flur und schrie, aber es kam keine Antwort. Ich suchte jeden Zentimeter dieses Ortes ab, und als ich sie nicht fand, suchte ich jeden Zentimeter erneut ab. Ein Teil von mir begann, sich ihre eventuelle Rückkehr vorzustellen, darauf zu hoffen. Ich begann, mir diesen Moment der Erleichterung vorzustellen, den Anblick, wie sie an einer Tür auftauchte, bevor sie erklärte, wohin sie gegangen war. Ich hielt so sehr an dieser Fantasie fest, dass es sich manchmal anfühlte, als würde ich in zwei Welten gleichzeitig leben. In einer lachten Marie und ich über ein kleines Missverständnis, und in der anderen konnte sich eine Frau in Luft auflösen. Sicherlich ist letzteres nicht die Realität, dachte ich mir, während ich immer wieder rief. Das hier muss ein Traum sein. Aber wenn es ein Traum war, wachte ich nicht auf. Und schließlich akzeptierte ich, dass ich Hilfe holen musste. Ich schnappte mir nicht einmal meine Sachen, bevor ich auf den Flur trat. Ich hatte es eilig, wollte diesen Albtraum unbedingt hinter mich bringen. Hilfe holen und Marie irgendwo in Sicherheit und gesund wiederfinden. Aber ich schaffte es nur ein paar Meter weit, als ich ihre Stimme hinter mir rufen hörte. »Markus, mir geht es nicht so gut. Träume ich?« Sie lehnte an der Tür, die ich gerade verlassen hatte, mit eingefallenen Augen und fahler Haut. Sogar ihr Haar sah dünner aus. Sie sah aus wie eine Frau, die gerade eine Woche auf einer einsamen Insel verbracht hatte. »Jesus Christus«, rief ich, bevor ich zu ihr hinüberlief und sie packte. Sie war kurz davor zusammenzubrechen, schwankte hin und her und klammerte sich an die Tür, um stehen zu bleiben. »Wo zum Teufel warst du?« »Es ist so dunkel hier drin. Ich will nach Hause«, sagte sie mit leiser Stimme, wie ein Kind, das gerade aus einem Autounfall gerettet wurde. »In Ordnung, sagte ich. »Lass mich. Was ist das?« Sie hielt etwas in ihren Händen. Es war eine der Platten aus dem Röntgengerät. Sie registrierte nicht einmal, dass ich sie ihr abnahm. Unten im Dunkeln sah es nicht nach viel aus, und da ich es eilig hatte, klemmte ich es mir einfach unter den Arm und half ihr über die Absperrung und ins Wasser. Alles, was danach kam, war ein hektischer Wirrwarr. Ich brachte sie in die Kirche, setzte sie auf eine Kirchenbank und rief einen einen Krankenwagen. Die Sanitäter kamen schnell und brachten sie weg, wobei sie hier und da ein paar Fragen zu dem stellten, was meiner Meinung nach passiert sein könnte. Ich hatte keine wirklichen Antworten, aber als ich erwähnte, dass sie ihr Beatmungsgerät nicht bei sich hatte, schienen sie alle davon auszugehen, dass sie eine Kohlenmonoxidvergiftung hatte. Das war die offizielle Diagnose für Arne. Und ich erkannte einige der Sanitäter wieder, die ich wegen ihm gerufen hatte. Also mussten sie die Zusammenhänge erkannt haben. Aber eine Kohlenmonoxidvergiftung erklärte nicht, warum sie so dünn aussah und... ich weiß nicht. Gebrochen? Sie sah schlimmer als schrecklich aus. Sie in diesem Zustand zu sehen, hatte mich erschreckt.
Zumindest ist sie in sicheren Händen, sagte ich mir, als ich zusah, wie sich die Türen des Krankenwagens schlossen. Ich beschloss, dass es Zeit war, für heute Schluss zu machen und holte einige der Sachen, die ich auf einer Bank in der Nähe liegen gelassen hatte, als ich die Folie sah, die Marie in der Hand hielt. In der Kirche war das Licht etwas besser, vor allem da es Mittag war und das kaputte Dach den Raum mit bernsteinfarbenen Lichtstrahlen füllte. Ich nahm das Röntgenbild und hielt die schwarze Platte hoch, wobei ich blinzelte, um zu sehen, was darauf zu sehen war. Es sah aus wie ein Wirbelsturm aus wirbelnden und spiralförmigen knochenweißen Formen. Ein verwirrendes Durcheinander seltsamer Verzerrungen, das mich entfernt an den Hintergrund von Van Goghs Sternennacht erinnerte. Nur dass dort inmitten all dieser wirbelnden, aufgewühlten Linien und Wucherungen eine Frau war. Marie, um genau zu sein. Ich war mir sicher. Und sie hatte beide Hände an den Seiten ihres Kopfes, als würde sie um ihr Leben schreien. Sie haben es gesehen? Der alte Mann, der die Tür geöffnet hatte, war praktisch nur noch ein Skelett, aber er war nicht gebrechlich. Er starrte mich mit nervöser Erwartung meiner Antwort an. Er schien kurz vor der Explosion zu stehen. »Sie haben das Wandgemälde gesehen?« »Ja.« Als meine Sekretärin ihren Anruf entgegennahm, war ich bereit, sie komplett abzuweisen. Langsam musterte er mich von oben bis unten wie ein Stück Fleisch. »Sie sehen unversehrt aus.« Ich versuchte zu sprechen, aber etwas an dem intensiven Blick des alten Mannes überraschte mich. Als er das bemerkte, öffnete er die Tür und deutete mit einem Arm in sein luxuriöses Appartement. »Kommen Sie herein«, rief er. Ich habe mich von meinen Mitarbeitern bestätigen lassen, dass sie wirklich in der Kirche gearbeitet haben. Ich bin gespannt, was Sie gesehen haben. Mir wurde gesagt, dass Sie die Gemälde von Herrn Heller gekauft haben, sagte ich, als er mich in ein Zimmer führte, das mit glänzenden Hartholzmöbeln und wunderschönen roten Samttapeten ausgestattet war. »Eine Sammlung bei einer Auktion«, stammelte ich. »Sie haben eine Menge Geld dafür ausgegeben.« »Ja«, antwortete er, während er mir gegenüber saß. Heller war gerührt, wissen Sie. Er hat sein Leben lang versucht, die Dinge auszutreiben, die er gesehen hat. Richtig«, stammelte ich. »Ich wollte nur wissen, ob Sie irgendwelche Informationen über das Wandgemälde in der Kirche haben.« »Mein Junge, Sie haben es tatsächlich gesehen, was Sie zu einem viel größeren Experten macht als mich.« Er sprach, als würde er mir das größte Kompliment machen. Ich hatte nie den Mut, es mir anzusehen. Ich liebe mein esoterisches Hobby genauso wie jeder andere, aber ich bevorzuge das Okkulte, wo es unwahrscheinlich ist, dass es mir schadet. Nun, ich mache mir einfach Sorgen. 2 meiner Freunde sind dort zusammengebrochen und eine von ihnen, nun, ich kann es nicht richtig erklären, aber sie war eine Zeit lang verschwunden. Die Kirche ist keine große Hilfe, aber sie haben mir gesagt, ich solle mit ihnen sprechen, wenn ich Informationen über den Künstler haben möchte. Oh, die Kirche hat keine wirklichen Aufzeichnungen über diesen Ort. Jedenfalls nicht richtig. »Was ist es?« fragte ich, da ich langsam müde wurde und zur Sache kommen wollte. »Was hat Georg Heller gemalt?« 2 meiner Kollegen sind dort ohnmächtig geworden und einer von ihnen reagiert nicht auf meine Anrufe. »Bitte, ich brauche Antworten.« »Georg hat nichts gemalt«, sagte er achselzuckend. Er wurde als Handwerker dorthin geschickt und fand es hinter Kisten mit altem Müll versteckt. Was auch immer er sah, er fühlte sich gezwungen, es zu übermalen. Ein Versuch der Zensur. Er wollte es verstecken. Deshalb wurde er von dem alten Priester, der schon lange tot ist, wegen Vandalismus angeklagt. Aber Georgs Bemühungen waren vergeblich. Er konnte nicht vergessen, was er gesehen hatte, und es würde ihn für immer verfolgen. Ich verstehe nicht. Das Wandgemälde ist... Er beugte sich vor und grinste. Ich konnte sehen, dass er darauf gehofft hatte. »Ja, ja«, flüsterte er. »Erzähl mir davon.« »Es ist nicht nur Teer auf einer Wand«, sagte ich. »Es ist mehr. Es hat eine Art Tiefe. Überall sind Pinselstriche. Tausende, wenn nicht Millionen. Sie sehen nicht so aus, als würden sie ein Muster bilden. Aber das tun sie. Es sitzt hinter den Augen und brennt in den Nebenhöhlen. Es ist ein Eindruck von etwas. Die Dunkelheit in einem Sarg. Es sieht aus, als hätte es keine Merkmale, aber das stimmt nicht.
Manchmal ist es, als würde es kriechen. Faszinierend. Nun, die Pinselstriche überraschen mich nicht, sagte er, während er sich mit einem zufriedenen Grinsen zurücklehnte. Georg hat seine Hände benutzt, aber was auch immer er zu verbergen versuchte, es verschwand nicht einfach, weil er es übermalte. Er hat nichts ausradiert. Er hat es lediglich verändert. Er hat ihm ein anderes Gesicht gegeben. Aber wenn er es nicht geschaffen hat, wer dann? Er zuckte mit den Schultern. Wer weiß? Diese Tunnel sind so umfangreich, weil es dort im 19. Jahrhundert mehrere archäologische Ausgrabungsstätten gab. Man fand Mosaike, die auf die erste Ankunft der Römer in Germanien datiert wurden, zusammen mit Töpfen und Ton, die noch älter waren. Manche sagen, die Kirche sei auf den Ruinen errichtet worden, um die Dunkelheit darunter zu verbergen. Aber das ist zu lange her, als dass sich noch jemand daran erinnern könnte. Als ich den Erzbischof anrief, um zu fragen, ob sie wirklich dorthin geschickt hätten, schienen sie der falschen Annahme zu sein. Georg hätte das Wandgemälde von Grund auf neu geschaffen. Aber das Gemälde an dieser Wand ist älter als wir alle. Seine Schultern senkten sich und ein Ausdruck der Niederlage machte sich in seinem Gesicht breit, als er hinzufügte: Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, es mir anzusehen. Ich hatte Angst. Die Wahrheit kann so oft beängstigend sein. Als ich hörte, dass Hellas Tochter einige seiner späteren Werke versteigern würde, dachte ich, das könnte eine Gelegenheit sein, einen Blick darauf zu werfen. Eine Möglichkeit zu sehen, was Georg Heller sah, wie er es durch einen neuen künstlerischen Ausdruck wiedergab. Ich seufzte. Dieser Besuch hatte mir bisher nicht wirklich viel gebracht. Der alte Mann bemerkte meine Enttäuschung und lächelte. Möchten Sie sie sehen? Seine Bilder? Plötzlich war er wieder der rüstige und lebhafte Mensch, der mir vor kurzem die Tür geöffnet hatte. Er sprang auf und klatschte vor Freude in die Hände. Kommen Sie, sagte er aufgeregt. Kommen Sie, Sie sind etwas Besonderes. Was auch immer Georg dort unten gesehen hat, es hat ihn wirklich geprägt. Ein Nein akzeptierte er nicht. Er streckte sogar seine Hand nach meiner aus, zog mich mit sich wie ein aufgeregtes Kind, bis wir in einem kleinen Raum ankamen, den er als Galerie eingerichtet hatte. Die Wände waren dicht mit Gemälden und Drucken im Wert von Millionen bedeckt, von denen ich einige als unbezahlbar erkannte. Aber er schlenderte an ihnen vorbei, als wären sie nichts wert. Als er mich eifrig vor seine neueste Sammlung schob, verstand ich warum. Hellers Gemälde waren nicht rein schwarz, spirituelle Verwandte des Wandgemäldes, aber mit gerade genug Licht, um Dinge dahinter zu erkennen. Sie waren detailliert und wunderschön, zumindest in den künstlerischen Prinzipien, nach denen sie geschaffen wurden, die Formen und Anatomie, die Verwendung von Farbe und Raum. Aber es war der Inhalt, der mich packte und mir Übelkeit bereitete. Es waren 7, die alle eine Reihe von Menschen in verschiedenen Formen von Folter und Entbehrung zeigten. Häutung, Amputation, Ertränken. Strahlend weiße Augen starrten mich aus einem elenden Abgrund an. Aber es waren vor allem 2 von ihnen, die mir das Gefühl gaben, als würde mir das Herz durch den Magen fallen. Sie zeigten Marie und Arne, abgemagert und ausgehungert, weinend und gebrochen. Sie schrien in die Leere, während eine unsichtbare Kraft sie in eisiges, schwarzes Wasser zog. Das sollte nicht möglich sein. Georg Heller war vor 16 Jahren gestorben. Er konnte meine Freunde unmöglich gemalt haben, aber die Personen auf diesen Bildern waren eindeutig. Mein Gott, sogar Arnes Tätowierung war zu sehen. Was auch immer dort unten begraben war und von Georg gefunden wurde, sagte der alte Mann, während er den Schock und den Schrecken in meinem Gesicht genoss, ist eine offene Einladung zu etwas, dem niemand begegnen möchte. Ich würde Ihnen und Ihren Kollegen viel Glück wünschen, aber das hat keinen Sinn. Sie sind bereits erledigt. Arne, komm schon, lass mich rein. Ich hämmerte zum 10. Mal ohne Antwort an die Tür. Das letzte Mal hatte ich Arne gesehen, als ich ihn vom Krankenhaus nach Hause gefahren hatte, nachdem er zusammengebrochen war, und das war vor 3 Wochen gewesen. Ich war einfach davon ausgegangen, dass er zu seinen Eltern gefahren war, wie er es mir gesagt hatte. Aber nachdem ich diese Bilder gesehen hatte, hatte ich das schreckliche Gefühl, dass ihm etwas Schlimmes zugestoßen war. Ich rief seine Eltern an und hoffte, dass er dort sein würde, aber sie sagten mir, dass sie nichts von ihm gehört hätten.
Sie wussten nicht einmal, dass etwas Schlimmes passiert war. Eine halbe Stunde später stand ich vor seiner Tür und tat alles, um ihn zu erreichen. »Komm schon«, rief ich, bevor ich erneut an die Tür klopfte. »Marie wird vermisst. Ist sie bei dir? Bitte, Arne, sag mir, dass es euch beiden gut geht.« Voller Sorge und Angst um meinen Freund legte ich mein Ohr an die Tür und hoffte, dass ich hören würde, wie er sich näherte. Es waren nur schwache Geräusche von Bewegungen zu hören. Unregelmäßig. Das leiseste Anzeichen dafür, dass jemand redete. »Arne«, rief ich. »Arne, bitte mach auf.« Etwas Lautes traf die Tür und ließ mich zusammenzucken, und das flaue Gefühl in meiner Brust wurde schlimmer. Zumindest lebte er noch. Aber das bedeutete nicht, dass es ihm gut ging. Auch wenn es ihn verärgern würde, musste ich da reingehen und nach ihm sehen. Zum Glück hatte ich noch einen Ersatzschlüssel von vor langer Zeit und benutzte ihn, um die Tür 1 oder 2 Zentimeter weit zu öffnen und hineinzuschauen. Aber es war nur Dunkelheit. »Arne«, rief ich durch die kleine Öffnung und bereute es sofort. Irgendetwas an dem Geruch des Ortes, Moder und Feuchtigkeit ließ mich erschaudern. Und der Teppich war durchnässt, als hätte es ein Leck gegeben, das niemand repariert hatte. Es erinnerte mich an den Keller der Kirche. Nicht nur das Wasser oder der Geruch, sondern auch die Schatten, der entfernte Anblick von Türen, die in leere, von Dunkelheit umgebene Räume führten. Ich wollte meine Anwesenheit an diesem Ort nicht ankündigen, aber ich musste Arne wissen lassen, dass ich sein Haus betrat. »Arne, ich bin's, Markus. Bist du da?« Weit hinten war ein dumpfes Poltern zu hören. Also schob ich die Tür ganz auf und stützte sie mit einem Feuerlöscher in der Nähe. Das einfallende Licht war schwach, aber es spendete mir ein wenig Trost. Leider machte ich nur ein paar Schritte, bevor die Tür wieder zuschlug und mich in völliger Dunkelheit zurückließ. Verzweifelt griff ich nach meiner Taschenlampe und schaltete sie ein. Was ich sah, ließ mich fast wieder fallen. Jemand starrte mich aus einer Tür am anderen Ende des Flurs an. Eingefallene Augen und bleiche Haut. Das Haar war so stark ausgedünnt, dass ich die entzündete und raue Kopfhaut sehen konnte. Und dieser Ausdruck, ein stumpfer, aber hasserfüllter Blick, der sabbernde Blick eines lobotomierten Killers. Zuerst erkannte ich es nicht einmal als Arne. Es dauerte ein paar Sekunden, bis ich begriff, dass es mein alter Freund war, der mich aus einem dunklen Raum heraus anstarrte. »Arne«, stotterte ich. »Geht es dir gut?« Er sagte nichts. Er trat einfach einen Schritt zurück und schien sich in den Schatten aufzulösen. Ich nahm all meinen verbliebenen Mut zusammen und ging vorsichtig ein paar Schritte auf die Tür zu, wo er gestanden hatte, aber ich konnte immer noch nichts sehen. Erst als ich so nah war, dass ich eine Hand auf dem Türrahmen hatte, konnte ich einen guten Blick hineinwerfen. Arne kauerte in der Ecke neben zerbrochenen Möbeln. Nackt und blass ragte sein Rückgrat zwischen den ausgebeulten Schulterblättern hervor, wie bei einem ausgehungerten Überlebenden. Er murmelte leise vor sich hin, immer wieder denselben Satz. Ich war mir nicht sicher, aber es klang, als würde er sagen, »Es ist so dunkel hier drin.« Ich wollte ihm zurufen, aber die Worte blieben mir im Hals stecken, als ich seine geschwärzten Fingerspitzen und die Eimer mit leerer Farbe sah. Er hatte das Wandgemälde neu gemalt. Oder vielleicht nur eine Version davon. Ein dunkles und verwirrendes Durcheinander aus dicken, glasigen Obsidianpinselstrichen, das eine ganze Wand bedeckte. Sein Fernseher lag zerschmettert auf dem Boden, wo er ihn heruntergezogen hatte. Sein Sofa war ausgezogen, der Couchtisch beiseite geworfen. Es war, als hätte er sich in wilder Eile auf die Wand gestürzt. Jetzt war alles an diesem Ort zerbrochen, in Stücke gerissen. Schlimmer noch, vieles davon war morsch und verwandelte sich in Dreck und Schimmel. Es war, als würde der Keller der Kirche aus dieser schwarzen Wand kriechen, als würde muffige Luft und stehendes Wasser durch die wachsartige Farbe sickern und alles, was sie berührte, verderben. »Arne«, sagte ich, unfähig, das Zittern in meiner Stimme zu verbergen. »Wir müssen hier sofort raus.« Er sah mich mit tränenüberströmten, verzweifelten Augen an. Er sagt, wenn du uns zurückhaben willst, weißt du, wo du suchen musst. Mit beunruhigender Geschwindigkeit sprang Arne auf und rannte auf die Wand zu, wo er in der Farbe verschwand wie ein Stein, der ins Wasser fällt.
Ich platschte mit einem Platschen ins Wasser und suchte sofort den Keller ab. Schwarzes Wasser plätscherte in der Ferne, während mein kalkiges Licht über alte Kisten und kaputte Regale huschte. Ich versuchte alles, um das Gefühl der Dringlichkeit und Tapferkeit aufrechtzuerhalten, das mich dazu gebracht hatte, zur Kirche zu eilen. Aber angesichts der schmerzenden Dunkelheit, die am Rand meines Taschenlampenlichts zurückblieb, spürte ich bereits, wie es mir entglitt. Ich wusste, dass ich in diese Schatten vordringen musste, tief in den Tunnel am anderen Ende des Raumes, der mich zum Wandgemälde führen würde. Ich musste meine Freunde retten. Jedes Mal, wenn ich daran dachte, sie ihrem Schicksal zu überlassen, erinnerte ich mich an dieses Gemälde, den Ausdruck auf ihren Gesichtern, die Qual und Folter, die in diesen verzweifelten Augen geschrieben stand. Wenn es auch nur eine Chance gab, sie zu erreichen, musste ich es versuchen. Und angesichts von Arnes Worten in dieser Wohnung gab es wirklich keinen Zweifel, wo ich suchen musste. Jeder Schritt war ein Kampf. Das Geräusch von Wasser trieb meine Paranoia auf die Spitze, da ich immer wieder stehen blieb und erwartete, die Schritte eines unsichtbaren Verfolgers zu hören. Oder vielleicht etwas vor mir. Aber erst als ich den Raum mit dem Klavier erreichte, hörte ich endlich das Geräusch von jemand anderem dort unten bei mir. Ich blieb stehen und war mir nicht ganz sicher, ob ich meinen Sinnen trauen konnte. Hörte ich das wirklich? Oder malte mein verängstigter Verstand nur das schlimmste Szenario aus? Aber schon bald verstummte das Hintergrundgeräusch und ich konnte ganz deutlich ein schreckliches Lied hören. Einen seltsamen, schrägen Ton, schwach und falsch, gespielt mit nur der vagen Erinnerung an echtes musikalisches Talent. Vor Angst zitternd tauchte ich meine Taschenlampe in einem verzweifelten Versuch, mich weniger sichtbar zu machen, und näherte mich der Tür. Dort saß Marie und wartete auf mich. Ich erkannte sie als meine Freundin, aber das war nicht die Frau, die ich kannte. Sie war in der Zeit, seit ich sie das letzte Mal gesehen hatte, um Jahrzehnte gealtert und so dünn geworden, dass sie nicht einmal mehr menschlich aussah. Und ihre Augen, schwarz und wässrig, eingebettet in ein manisches und sadistisches Grinsen, das alles andere als fröhlich war. »Er lässt sich Zeit mit dir«, sagte sie in einem singenden Tonfall, bevor sie sich erhob, um mir ins Gesicht zu sehen, ihren gebrochenen, schlaffen Körper mit dicken, verknoteten Narben zur Schau stellend. Das war nicht die Frau, die ich in den Krankenwagen gebracht hatte. Vielleicht war sie es, nachdem sie einen Atomkrieg überlebt hatte, aber nein, es war einfach nicht möglich, dass sie sich in so kurzer Zeit so radikal verändert haben konnte. Aber das war ihr Gesicht, verzerrt von Hass und einer Art Hunger. Aber immer noch ihr Gesicht. Sie sah aus, als würde sie sich auf mich stürzen. Die angespannte Erwartung eines Angriffs. Und der Gedanke, dass diese abgebissenen gelben Fingernägel mein Gesicht und meine Augen zerkratzen würden, gefiel mir wirklich nicht. Aber anstatt zu springen, kicherte sie nur und glitt leise ins Wasser, wo sie unter der schwarzen Oberfläche verschwand. Ich überlegte, ob ich gehen sollte, und drehte mich um zu sehen, welchen Weg ich gekommen war. Aber etwa 20 Meter entfernt erhaschte mein Licht einen Blick auf Maries furchterregendes Gesicht, das mich anstarrte. Ich sprang auf, schockiert darüber, wie sie es geschafft hatte, an mir vorbeizuschlüpfen und den ganzen Weg dorthin zu kommen, ohne dass ich es bemerkt hatte. Und jetzt wartete sie und forderte mich heraus, zu versuchen zu gehen. Ich wollte es. Ich wollte dorthin marschieren. Aber mein Gott, ihr Gesichtsausdruck. Ich beschloss, dass ich keine andere Wahl hatte, als weiter zum Wandgemälde zu gehen. Vielleicht würde Arne zur Vernunft kommen und mir helfen können. Eine geringe Hoffnung, aber das war alles, was ich hatte, um mich zu stärken. Also ging ich langsam zum letzten Durchgang und trat über die Sandsäcke in den Raum mit dem Wandgemälde. Alles war noch so, wie wir es Wochen zuvor verlassen hatten, sogar das alte Röntgengerät auf seinem Stativ. Langsam schlich sich eine Art Dunkelheit in meine Gedanken und die Luft wurde immer dichter und schwerer, bis ich das Gefühl hatte, in Schmutz zu ertrinken. Ich versuchte, einen klaren Kopf zu bewahren und mir die nächsten Schritte zu überlegen, aber es war zwecklos. Ich fiel auf die Knie und begann zu würgen, aber je mehr ich um Luft rang, desto schlimmer wurde es. Die Minuten zogen sich hin, während die Ränder meines Sichtfeldes rot und schwarz pulsierten, und mir wurde klar, dass es so war, als würde ich ertrinken,
aber nicht sterben können. Und dann begann sich eine schreckliche Vorstellung in meinen Kopf zu brennen. Langsam wurde mir klar, dass die ganze Zeit, die ich außerhalb dieses Raumes verbracht hatte, eine Lüge war. Nur eine Art Traum. All das Tageslicht, das ich seitdem gesehen hatte. Das morgendliche Aufwachen in meinem eigenen Bett, der Anblick der Skyline von Berlin und der Klang einer Welt aus hellen und farbenfrohen Dingen. Diese Erinnerungen waren nur eine dünne Plastikschicht über einer viel tieferen Wahrheit. Dieser Raum, Arnes Zusammenbruch, Maries Verschwinden, das waren die einzigen realen Dinge, die ich erlebt hatte. Und die Kälte, Feuchtigkeit und Dunkelheit waren alles, was mir blieb. Es gab keine Außenwelt. All das war ein Traum. Sein Traum. Das Einzige, was wirklich existierte, war der Ozean auf der anderen Seite dieser Wand, und alles andere war das Produkt von etwas, das in seinen Tiefen lag. Ich brach fast unter der Last dieser Gedanken zusammen. Jeder Atemzug war ein Kampf. Jeder Moment, in dem ich versuchte, mich an mein altes Leben zu erinnern, war wie das Passieren eines Nierensteins. Und dann hörte ich es. Ein Rinnsal. Ich schaute zur Wand und sah, wie Wasser aus der Farbe sickerte wie Schweiß aus der Haut. Zuerst langsam, aber dann wurde es immer mehr. Bis aus den Rinnsalen ein stetiger Strom wurde. Lecks in einem Damm, der das Wasser aus einer anderen Welt zurückhielt. Schließlich gab er nach. Auf einmal ergoss sich ein großer und furchterregender Strom schwarzen Wassers aus dem Gemälde. Es dauerte nicht lange, höchstens ein paar Sekunden. Aber es reichte aus, um den Raum ganz plötzlich mit einem weiteren Fuß Wasser zu füllen. Und als sich der Schaum und die tosenden Wellen gelegt hatten, sah ich ihn, Arne, der vor dem Wandgemälde kniete. »Jetzt bist du an der Reihe im Dunkeln«, stöhnte er, und alle Gedanken an eine Rettung schwanden mir aus dem Kopf, als ich ihn ansah. Was hatte ich mir dabei gedacht, dorthin zu gehen? Was sollte ich dagegen tun? Man konnte es nicht bekämpfen, man konnte es nicht erstechen oder töten. Und Arnes Worte hatten mich bis ins Mark erschreckt. »Gott, nein«, dachte ich. »Nein, ich gehe da nicht rein.« »Er will, dass einer von uns wieder da reingeht, und es ist nur fair, dass ich es nicht bin«, rief Arne, während er sich zu seiner vollen Größe aufrichtete. Was auch immer er durchgemacht hatte, er war in einem weitaus schlimmeren Zustand als Marie. Er war nicht nur ausgehungert, er zerfiel, sein Oberkörper war mit großen, nässenden Wunden übersät, die so groß und tief waren, dass man darunter freiliegende Muskeln und Knochen sehen konnte. Es war, als wäre er halb verdaut und kaum noch am Leben aus dem Bauch eines Riesen gehustet worden. »Nein«, murmelte ich. »Nein, nein, nein.« »Wir waren dran«, schrie er plötzlich. »Wir waren drin, jetzt seid ihr dran.« Ich rannte los. Ich sprang über die Barrikade und floh schreiend den Tunnel hinunter. Ich bewegte mich durch das Wasser, wie ich es noch nie zuvor getan hatte. Ich verschwendete keine Zeit damit, mich umzusehen, verschwendete nicht einmal Energie an Gedanken darüber, was geschah. Es gab nur die Notwendigkeit, ein Bein nach vorne durch das Wasser zu treiben, wie ein Kolben in einem Motor. Das Brennen in meinen Muskeln spielte keine Rolle. Das Donnern meines pochenden Herzens, so wild und wütend, dass ich das Gefühl hatte, jeden Moment zusammenbrechen und sterben zu können, spielte keine Rolle. Nichts davon spielte eine Rolle. In diesen wenigen verzweifelten Minuten des Fliegens existierte für mich nur die Erinnerung an die Welt über mir. Sonnenlicht, Vögel, lächelnde Fremde und köstliches Essen. Mein Zuhause und mein Bett. Eine Welt, in der die Dinge Sinn machten. Ich weinte, als ich endlich den Keller erreichte und die Treppe sah, die ins Licht führte. Mein Herz schlug schneller, als ich auf allen Vieren die Treppe hinaufkletterte und meine Hand nach der letzten Stufe ausstreckte, als die Welt explodierte. Schmerz. Rot. Etwas wie ein Blitz schoss aus meinem Mund und breitete sich in schrecklichen Schmerzimpulsen über mein Gesicht aus. Ich war ausgerutscht und mit dem Gesicht auf die letzte Steinstufe geknallt, wobei ich mit den unteren Zähnen genau auf die Kante traf und sie in Scherben zerbrachen, die nun frei in meinem Mund schwebten. Aber das war nicht der Grund, warum ich aus der Schockstarre erwachte. Nein, was mich wieder zu Bewusstsein brachte, war das Gefühl von kaltem Wasser, das über meine Schultern stieg, und eine Hand, die sich mit fast maschinenartiger Kraft um meinen Knöchel schloss.
Arne hatte mich im letzten Moment aufgefangen und zog nun meinen treibenden Körper zurück in die Dunkelheit. Ich verschwendete keine Zeit. Ich strampelte und kämpfte sofort, um wieder auf die Beine zu kommen, als er sich umdrehte und mich mit affenartigen Schlägen traktierte. »Jetzt bist du dran«, brüllte er. »Wir haben unsere Zeit im Dunkeln verbracht.« Während des verzweifelten Kampfes sah ich Marie in der Ecke kauern und schluchzen. »Wir gehören ihm sowieso alle«, jammerte sie wie ein trotziges Kind. »Wir müssen alle dran glauben. So oder so hat er uns.« Sie stürzte sich auf mich und ich verlor schließlich jede Lust, meinen Freunden zu helfen. Ich schlug sie so hart ich konnte. Ein fester Schlag ins Gesicht. Ihr dürrer kleiner Hals schnellte zurück und sie verschwand unter den Wellen. Mein Gott, ich weiß immer noch nicht, ob ich sie getötet habe. Ich weiß nur, dass von diesem Moment an nur noch Arne versuchte, mich zurück zum Wandbild zu ziehen. Er war schon immer größer und stärker gewesen als ich. Und obwohl er nur noch ein klapperdürrer Schatten seiner selbst war, hielt er mich mit einer Hand mit eisernem Griff fest, während er mit der anderen furchtbare Schläge auf meinen Kopf niederprasseln ließ. Blutüberströmt und verwirrt hielt ich mir schließlich mit einer Hand das Gesicht zu, während die andere verzweifelt nach etwas tastete, das ich benutzen konnte. Schließlich fand ich etwas, kalt und nass und glatt, ein altes Stück Holz. Ich schwang es so fest ich konnte und es zerbrach auf seinem Gesicht wie morscher Mulch. Er hielt inne und grinste. Es hatte ihn nicht einmal beeindruckt. Aber wo das alte Stück Holz zerbrochen war, hielt ich nun eine zackige Ansammlung von Splittern in der Hand. Ich biss die Zähne zusammen und schöpfte aus den wenigen Wutreserven, die mir noch blieben, streckte die Hand aus und rammte die wenigen Zentimeter zerbrochenes Holz in die größte offene Wunde in seinem Bauch. Dieses Mal grinste er nicht. Er schrie auf, ließ mich los und starrte entsetzt auf das schmutzige Holz, das aus seinem Fleisch ragte. Ich verschwendete keine Sekunde mehr damit, darauf zu warten, dass er sich erholte. Ich rannte die Treppe hinauf ins offene Licht der Kirche und schlug die Falltür mit einem schweren, letzten Knall zu. Nur wenige Wochen später wurden Arne und Marie in ihren Häusern leblos aufgefunden. Das Bild an Arnes Wand wurde kaum beachtet, ebenso wenig wie das Bild, das Marie anscheinend selbst gemalt hatte. Die Polizei befragte mich kurz, aber es schien, als würden sie viele Fragen zu Drogen stellen. Ich glaube, aufgrund des Zustands ihrer Wohnungen dachte die Polizei, Marie und Arne seien drogenabhängig gewesen. Überschwemmungen, Schimmel, Verfall. Ich bat die Polizei, die Wandmalereien, die sie in ihren Wohnungen angefertigt hatten, zu zerstören, aber sie sagten mir, dass es Sache des Vermieters sei, sich um die Reparaturen zu kümmern, obwohl sie sagten, dass beide Wohnungen wahrscheinlich entkernt und von Grund auf neu aufgebaut werden müssten. Arne und Marie liegen bis heute im Krankenhaus, im Koma. Es dauerte Jahre, bis ich die Kraft aufbrachte, sie zu besuchen, und selbst dann ging ich nie weiter als bis zur Tür von Arnes Zimmer. Ich blieb einfach dort und beobachtete ihn einen Moment lang, in der Hoffnung, mich selbst davon überzeugen zu können, dass alles, was geschehen war, nur eine Art böser Traum war. Hoffnungen, die zunichte gemacht wurden, als Arne kurz erwachte und sich zu mir umdrehte. »Du bist an der Reihe in seinem Bauch«, sagte er. »Dieses oder das nächste Leben, du gehst dorthin.« Er grinste, bevor er wieder in Ohnmacht fiel, und ich ging und kehrte nie wieder zurück. Seitdem habe ich eine Reihe von Jobs ausgeübt, wobei die einzige Voraussetzung war, dass ich nie wieder an einem anderen Gemälde arbeiten möchte. Einzelhandel, Bauwesen, Fabriken, alles, solange ich keinen Pinsel in die Hand nehmen oder mir die Arbeit anderer ansehen muss. Arnes Worte im Krankenhaus haben mich so sehr verängstigt, dass ich bezweifle, dass die Angst jemals nachlassen wird. Jede Nacht träume ich, dass ich wieder in diesem Keller bin. Ein anderes Mal bin ich in einer zeitlosen Leere und etwas Schreckliches kommt auf mich zu. Ein Mund, der größer ist als die meisten Fußballstadien, mit Zähnen, die mehrere Stockwerke hoch sind. Aber am schlimmsten sind die Träume, in denen ich gefangen bin, ersticke, in völliger Dunkelheit, während eine unsichtbare Flüssigkeit meine Haut verbrennt. Aber egal, wie sehr ich schreie oder weine, ich kann mich nicht aus meiner misslichen Lage befreien. Stattdessen scheinen sich die gerippten, mit Schleim bedeckten Wände um mich herum zusammenzuziehen, je mehr ich mich winde, bis ich kaum noch atmen kann.
Diese Träume werden immer häufiger. Und seit kurzem mache ich mir Sorgen, dass Arne und Marie recht hatten. Ich bin an der Reihe in der Dunkelheit. Ich war schon immer an der Reihe. Dieses oder das nächste Leben, da werde ich hingehen. Oder vielleicht werde ich einfach verrückt. Schließlich bin ich heute Morgen aufgewacht und meine Hände waren voller Farbe und an meiner Wand waren die Anfänge von etwas Seltsamem in Form von schmutzigen Fingerstrichen zu sehen. Wenn man bedenkt, wie beschissen alles bezahlt wird, war ich überglücklich, als ich eine Stelle als Nachtportier für 40 € die Stunde fand. In den ländlichen, rückständigen Mooren Mecklenburgs, verdammt nochmal 40 € die Stunde. Für die Reinigung einer Kirche. Mein kleines agnostisches Herz war bereit, sich für einen Altarruf zu erheben, sobald sie mich endlich eingestellt hatten. Gütiger Gott, jetzt verstehe ich, warum sie so viel bezahlen. Der Zeitplan ist auch recht einfach. Ich komme nach den Gottesdiensten oder Versammlungen, erledige die Grundreinigung und bin dann weg. Das dauert vielleicht 2 oder 3 Stunden pro Abend und sonntags zwischen den Gottesdiensten mache ich eine Nachmittagsreinigung. Montags, mittwochs und freitags arbeite ich ein paar Mal länger und alles ist gut. Sie sagten mir, dass sie einmal pro Woche eine gründlichere Reinigung wünschen, an welchem Tag auch immer ich möchte. Also habe ich beschlossen, meine Mittwochabende zu den langen zu machen. Für 40 € die Stunde werde ich auch nicht knausern. Ich gehe jeden verdammten Zentimeter von Gottes gutem Haus mit einem feinen Kamm durch. Ich wische hier mehr Tische als Jesus, um sicherzustellen, dass sie sauber sind. Es dauert vielleicht 7 Stunden oder so, um alles durchzugehen, und es ist das einfachste Geld, das ich je verdient habe. Das Gebäude ist alt. Nach dem, was man mir zu Beginn gesagt hat, ist es mindestens ein paar Jahrhunderte alt, im Mittelalter erbaut und im Laufe der Jahre auf demselben Grundstück renoviert worden. Dahinter befindet sich auch ein kleiner Friedhof, obwohl viele der Gräber mittlerweile zu verwittert sind, um sie lesen zu können. Ich glaube, seit dem 19. Jahrhundert hat es dort keinen neuen Bewohner mehr gegeben. Der größte Teil des Gebäudes besteht aus einem großen Altarraum mit ein paar kleinen Räumen im hinteren Teil hinter dem Hauptaltar. Eine kleine Tür auf der rechten Seite führt in einen kleinen, nach Schimmel riechenden Flur mit 2 Türen auf der linken Seite und einer am anderen Ende des Flurs. Normalerweise würde es wie eine ganz normale alte protestantische Kirche auf dem Land aussehen, aber es wird ein wenig seltsam. Die erste Tür links ist blau gestrichen, nicht wie ein gewöhnliches Blau, sondern wie ein helles Himmelblau. Sie ist jedoch von außen mit einem Vorhängeschloss und einem Riegelschloss versehen und nur der Pastor, Wilhelm, hat einen Schlüssel dafür. Als ich mit Anja, der Schatzmeisterin, die mich engagiert hatte, sprach, sagte sie mir, sie habe keine Ahnung, was sich dort unten befinde, aber es handele sich wahrscheinlich nur um einen alten Lagerraum oder so etwas. Ich musste sie noch einmal fragen, als sie da unten sagte, denn wir befinden uns mitten in der mecklenburgischen Heidelandschaft. Wenn hier jemand versucht, einen Keller zu bauen, bekommt er nur einen Raum aus bröckelndem Lehm und Feuchtigkeit. Sie versicherte mir jedoch, dass es sich um einen Keller handelte, obwohl sie dies nur von Pastor Wilhelm wusste. Meine erste Montagnachtreinigung verlief ohne Probleme. Ich ging hinein und saugte nach einem Gebetstreffen nur den Boden. Am Dienstag hatte ich frei, also blieb ich einfach zu Hause und spielte Shadow of the Earth Tree. Am Mittwochabend nach dem Gottesdienst ging ich gegen 8:30 hinein, um mit der Reinigung zu beginnen. Zu diesem Zeitpunkt war nur noch Wilhelm dort, aber selbst dann kamen wir uns nur kurz über den Weg, als er gerade gehen wollte. Es gab nicht viel zu sagen, wir tauschten nur Höflichkeiten aus und er sagte, er wolle sich etwas aufs Ohr legen. Ich wollte nur noch in die Kirche und raus aus der schwülen Sommerhitze. Ich ging hinein, ging zu dem kleinen Vorratsschrank im hinteren Teil des Heiligtums und holte den Staubsauger heraus. Der Gottesdienst am Mittwochabend war normalerweise nicht sehr gut besucht, nur ein paar Omas und ein paar sehr fromme Männer mittleren Alters mit ihren dicken Studienbibeln, also war nichts wirklich schmutzig. Ich dachte mir, ich könnte die Zeit ein wenig ausnutzen, indem ich herumwische und einfach ein bisschen herumalbere. Ich könnte genauso gut etwas Geld verdienen, während ich hier bin. Ich saugte den Altarraum ohne Probleme und ging dann in den hinteren Flur. An dieser Stelle sollte ich vielleicht erwähnen, dass der Altarraum über 2 Beleuchtungsgruppen verfügt. Eine für den vorderen Altarbereich
und eine für die eigentlichen Kirchenbänke und den Sitzbereich. Ich hatte nur die Beleuchtung für den Altarbereich eingeschaltet, weil sie verdammt hell war. Bis man zumindest in den Flur kommt, kann man kaum etwas sehen, weil das Licht nur ein paar Bänke weit reicht. Kopfhörer auf, Musik an und ich machte einfach mit dem Putzen weiter. Ich lief den Flur entlang in das Büro neben der blauen Tür und kam sogar in das Büro des Pastors, während ich gerade dabei war. Ich habe eigentlich nichts bemerkt, bis ich aufblickte und aus der Tür am Ende des Flurs schaute. Ich konnte den beigefarbenen Flur hinunterblicken. Die blaue Tür leuchtete hell im Neonlicht bis in den Altarraum hinein. Ich glaube nicht, dass ich jemals eine solche Gänsehaut hatte wie in diesem Moment, als ich den Flur hinunterblickte. Mindestens 7 oder 8 Menschen saßen auf den Kirchenbänken, gerade außerhalb der Reichweite des Lichts. Sie waren alle schwarz gekleidet und senkten den Kopf, sodass man ihre Gesichter nicht sehen konnte. Ich musste die Augen zusammenkneifen, um sie fast zu sehen, aber sie waren definitiv in den ersten beiden Reihen außerhalb des Lichtkegels. Ich weiß nicht, ob sich hinter ihnen etwas befand, es war viel dunkler, aber ich war bereits erschüttert. Ich schloss kurz die Augen und öffnete sie wieder, aber sie waren immer noch da. Dann gab es einen lauten Knall an der blauen Tür, als ob etwas hart dagegen geworfen worden wäre. Aber es gab auch kein Geräusch, als ob es heruntergefallen wäre. Ich wandte meine Aufmerksamkeit für nur Sekunden von der Kirche zur blauen Tür, aber es war lang genug, dass alle in der Kirche plötzlich verschwanden. Als ich zurückblickte, war nichts mehr da und es sah genauso aus, wie ich es verlassen hatte. Keine Menschenseele in der Nähe. Ich habe es irgendwie einfach als nächtlichen Anfall von Angstzuständen abgetan, wissen Sie? Nur, dass ich genau dort fertig war und anfing abzuschließen. Ich habe nie wirklich an irgendeine Art von Übernatürlichem geglaubt. Ich war in meinen jüngsten Jahren religiös, aber seitdem bin ich wirklich abgedriftet. Ich mochte schon immer Horrorgeschichten, aber die Vorstellung von Geistern und Dingen in der realen Welt? Bitte. Dann wurde mir klar, dass ich das Licht am Altar ausschalten und durch die Haupttür des Heiligtums gehen musste. Ich schwöre, dass ich keine Angst vor der Dunkelheit habe, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht ein wenig erschrocken war. Ich schaltete das Licht aus, sah den Mond durch das Buntglas scheinen und bekam sofort wieder eine Gänsehaut. In den letzten Tagen hatten wir fast 30 Grad Celsius bei voller Luftfeuchtigkeit und es fühlte sich an, als würde ich in Eiswasser getaucht. Dabei war gar nichts da. Ich schaute mich um, aber es war nichts zu sehen. Ich holte mein Handy heraus, schaltete die Taschenlampe ein und ging schnellen Schrittes auf die Eingangstür zu. Ich schwöre, egal an welchen Gott Sie glauben, dass ich hinter mir Schritte hörte. Ich riss die Tür auf und stürzte regelrecht hindurch. Es war ein verdammt gutes Gefühl, die warme Nachtluft auf meiner Haut zu spüren. Ich schlug die Tür hinter mir zu und machte mich auf den Weg zu meinem Auto, als mir auffiel, dass ich es nicht abgeschlossen hatte. Ich überlegte, einfach nicht zurückzugehen, es stehen zu lassen, bis am Freitag die nächste Person für eine Gebetsgruppe kommt. Dann wurde mir klar, dass ich Geld verlieren würde, wenn ich nichts unternehme und diesen Job verliere. Die Mieten sind derzeit hoch und ich muss Rechnungen bezahlen. Also drehte ich mich um die Tür abzuschließen, obwohl alles in mir sagte, dass ich verschwinden sollte. Die Schlüssel in meinen Händen klimperten wie Windspiele, weil ich so verdammt stark zitterte. Endlich hatte ich den Schlüssel eingesteckt und wollte ihn umdrehen, als ein Klang aus dem Altarraum widerhallte. Ein Chor mit einer Orgel, die zu einem Crescendo anschwillt. Ich drehte den Schlüssel um und riss ihn gleichzeitig heraus, wobei ich fast den Türknauf mitnahm und rannte so schnell ich konnte davon. Ich konnte es immer noch in meinem Auto hören, als ich es startete und von dem kleinen, schmutzigen Parkplatz raste. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auf dem Weg nach draußen auch in den Graben gefahren bin, aber ich wollte auf keinen Fall anhalten. Erst nach ein paar Minuten Fahrt lockerte sich meine Hand am Lenkrad und mir wurde klar, was sie sang. Ich erinnere mich daran, weil ich mit meiner Oma in eine alte lutherische Kirche gegangen bin. Sie hatten nur alte Gesangbücher und weigerten sich, etwas anderes als ein Klavier zu benutzen. Aber ich erinnere mich an die verdammten Worte. Nichts kann für die Sünde sühnen, nichts als das Blut Jesu. Nichts Gutes, das ich getan habe, nichts als das Blut Jesu. Ich habe Anja am Freitagabend danach gefragt, als ich hineinging. Diesmal habe ich aber darauf geachtet,
dass ich bei Einbruch der Dunkelheit wieder draußen war. Sie sagte, sie habe immer gedacht, dass es hier Engel gibt, die über die Herde wachen. Ich weiß nicht, wie engelhaft das klingt, aber ich schätze, sie war noch nie nach Einbruch der Dunkelheit allein hier. Als ich Pastor Wilhelm von dem dumpfen Schlag hinter der blauen Tür erzählte, zeigte sich für einen kurzen Moment etwas in seinem Gesicht. Dann war er sofort wieder der lächelnde Prediger, wie ein Fernsehprediger. Er sagte mir, dass Dachse ein Problem darstellten, weil sie in den Keller gruben und nicht mehr herausfanden. Ich weiß nicht, ob ich ihm das wirklich abnehme. Das klang größer als jeder Dachs, den ich je gesehen habe. Sogar größer als der jede Nacht in meinen Müll eindringt. Ich fing an, Reinhard den Waschbären zu nennen. Auf keinen Fall würde ein Dachs so heftig gegen eine Tür schlagen. Der Gottesdienst am Sonntag fiel aus, also hatte ich frei. Ich gehe heute Abend nach den Gebetstreffen wieder rein und mache ein bisschen sauber. Also halte ich euch auf dem Laufenden, falls etwas passiert. Ich würde es ja darauf schieben, dass ich mich nachts an einem seltsamen Ort befinde. Aber diese Schüttelfrostgefühle können unmöglich grundlos sein. Wenn das so weitergeht, fange ich vielleicht an zu beten, während ich dort bin. Ja, ich will nicht lügen. Ich habe schon einige wirklich schreckliche Jobs gehabt, aber bei fast keinem hatte ich vor dem Arbeitsbeginn so viel Angst. Verdammt, ich erinnere mich, dass ich jeden Morgen gekotzt habe, bevor ich zu meinem Callcenter-Job im Gesundheitswesen gegangen bin. Man wird angeschrien und gesagt, dass man der Grund dafür ist, dass ein älterer Mensch sterben wird, nur weil seine Herzmedikamente von der Versicherung abgelehnt wurden und er 3 Euro zahlen musste. Das ist wirklich kein Spaß, überhaupt nicht. Aber ich würde es ehrlich gesagt an diesem Punkt wieder tun, wenn es genauso viel einbringen würde wie dieser Ort. Ich bin gestern Abend nach den Gebetstreffen zum Putzen reingegangen. Nur, dass ich etwas früher reingegangen bin, um zu sehen, ob ich Wilhelm tatsächlich erwischen könnte. Vielleicht um zu sehen, ob ich durch die blaue Tür kommen könnte. Hat nicht funktioniert. Wohlgemerkt. Ich glaube, er ist viel verschlossener, als er vorgibt. Ich näherte mich ihm, nachdem die letzten älteren Männer gegangen waren, und winkte ihm herzlich zu und sagte, bis Mittwoch. Pastor Wilhelm ging gerade zurück in sein Büro, als ich anfing, meine üblichen Reinigungsmittel herauszuholen. Die Sonne war noch nicht untergegangen, also hatte ich vor, mich schnell hier umzusehen und dann zu verschwinden, bevor es wieder dunkel wurde. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal dankbar dafür sein würde, dass die Sonne im Sommer bis 9 Uhr abends scheint, aber so ist es nun einmal. Bevor er den Saal betreten konnte, erregte ich seine Aufmerksamkeit und fragte ihn, ob ich den Raum hinter der blauen Tür reinigen solle. Er lächelte nur irgendwie. Er hatte diesen Blick, den ich nicht ganz zuordnen konnte. Vielleicht Besorgnis? Dann gab er mir eine vage Antwort, dass er im Mai einen Frühjahrsputz gemacht habe. Also solle ich mir darüber keine Sorgen machen. Ich solle mich nur auf die Bereiche konzentrieren, in denen sich Menschen bewegen, und für Ordnung sorgen, das sei alles, was ich tun müsse. Ein bisschen seltsam, aber was soll's? Dann ließ er die verdammte Bombe platzen, dass morgen eine Hochzeit stattfindet und ich eine gründliche Reinigung durchführen muss. Verdammt, darauf war ich nicht vorbereitet. Ich versuchte eine Ausrede zu finden, dass ich es heute Abend wegen einer Familienveranstaltung oder so nicht schaffen würde. Aber er sagte nur, ich solle nach der Veranstaltung wiederkommen. Er sagte, er brauche die Reinigung unbedingt bis morgen. Ich hatte nichts dabei. Ich wollte auch nicht die 30 Minuten nach Hause fahren mit meiner kaputten Klimaanlage. Ich hatte keine große Wahl, also habe ich einfach angefangen, alles zu tun, was ich konnte. Und zwar schnell. Ich schwöre bei Gott, ich habe noch nie so schnell geputzt. Ich habe Ecken abgestaubt und schmutzige Sockelleisten geschrubbt. Sie wollten, dass ich einen ganzen verdammten Teppichreiniger heraushole. Ehe ich mich versah, war die Sonne untergegangen, ohne dass ich es bemerkt hatte. Die Kirchenfenster waren so hell, dass es schwer zu bemerken war, als es dunkel wurde. Aber jetzt fühlte es sich an, als wären die Lichter ein Zufluchtsort. Auf dem Handy stand, dass es etwa 9:30 war, also nicht viel Zeit seit Sonnenuntergang. Da wurde mir klar, dass ich vergessen hatte, mein Handy-Ladegerät mitzunehmen, was einfach fantastisch war. Das Sahnehäubchen auf dem ganzen Kuchen, wissen Sie? Zumindest war noch etwa die Hälfte des Akkus übrig.
Ich habe den Energiesparmodus aktiviert und mich noch mehr ins Zeug gelegt. Erst als ich die Fenster putzte, wurde es merkwürdig. Vielleicht eine halbe Stunde später stand ich auf der Trittleiter und wischte die Buntglasfenster mit einem weichen Lappen und warmem Wasser ab, wobei ich, wie ich hinzufügen möchte, unglaubliche Mengen Staub aufwirbelte, als plötzlich etwas hart gegen das Fenster schlug. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie das Fenster bei dem harten Aufprall nicht zerbrochen ist. Es klang wie ein ganzer Schlackenbetonblock, aber es muss genau richtig auf der Fensterverkleidung aufgeschlagen sein, um den Aufprall zu absorbieren. Beinahe wäre ich jedoch von der Leiter gefallen. Verdammt, ich wurde nur dank der ungeschickten Reflexe, die ich mir mein ganzes Leben lang angeeignet habe, gerettet. Es dauerte eine Minute, aber ich nahm all meinen Mut zusammen und ging zur Vordertür hinaus, wobei ich direkt um die Ecke schaute, wo sich das Fenster befand. Eine Straßenlaterne beleuchtete die gesamte Seite und gab mir eine ziemlich klare Sicht, aber es war nichts zu sehen. Nur der kleine, heruntergekommene Friedhof ein paar Meter von der Kirche entfernt, der durch die Schatten, die das trübe Licht einer Natriumdampflampe warf, noch unheimlicher wirkte. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt bemerkte ich, dass einer der Schatten länger war als die anderen. Als ich zurück zum Friedhof schaute, stand dort ein großer Mann in dunklem Anzug und mit einem breitkrempigen Hut, der irgendwie vor einem der Gräber stand. Ich sage es gleich vorweg. Wenn ihr detaillierte Informationen über den Rest der Nacht wollt, werdet ihr nicht viel bekommen. Die Dinge verschwimmen immer noch stark und ich flippe völlig aus. Das ist alles, woran ich mich bei der sehr schnellen Eskalation, die als nächstes kam, erinnern kann. Natürlich stand es gestern Abend nicht auf meiner Tagesordnung, den Sensenmann mitten auf einem Friedhof auftauchen zu sehen. Ich bin so schnell wieder reingerannt, dass ich jetzt eigentlich schon im Flugzeug zum verdammten Berlin-Marathon sitzen sollte, okay? Ihr müsst verstehen, wie wenig ich bereit bin, mich mit dem, was hier vor sich geht, herumzuschlagen. Ich bin sofort wieder rein und habe die Tür abgeschlossen, mit einem Riegel gesichert, was auch immer nötig war. Was auch immer hier drin war, könnte einfach irgendein gruseliger Geisterkram sein, aber das Ding da draußen könnte sehr wohl ein echter Mörder sein. Wenn ich schon sterben muss, dann durch ein Horrorfilm-Chaos. Ich habe kein Problem damit, von einem Menschen ermordet zu werden. Die können wirklich verkorkst sein. Abgeschlossen, verriegelt, aber das war noch nicht alles. Ich schaltete alle Lichtschalter ein und rannte den Flur hinunter in Wilhelms Büro. Ich schloss die Tür und verriegelte sie zusätzlich. Dann schnappte ich mir mein Handy und begann, einen Beamten anzurufen, den sie hierher schicken würden. Nur, dass ich mitten im Nirgendwo bin. Kein verdammtes Netz und irgendwie ist mein Akku auf 15%, obwohl ich den Energiesparmodus aktiviert habe. Ich habe noch einmal versucht, die Polizei anzurufen, aber mein Handy ist genau in diesem Moment leer. Zu diesem Zeitpunkt bin ich definitiv nicht mehr entspannt und überlege, ob es das Beste ist, mich hier drinnen zu verstecken oder zu riskieren, zu meinem Auto zu gehen. Es hat ein paar Minuten gedauert, aber ich habe mich langsam wieder beruhigt und versucht, alles rational zu betrachten. Es war wahrscheinlich ein Grabstein, oder? So ein großer mit einer dieser seltsamen Skulpturen darauf? Ich habe mir das ehrlich gesagt noch nie genauer angesehen. Ich habe nicht vor, das zu tun. Es sei denn, es ist Mittag und die Sonne scheint. Das war nicht der Fall. Also beschloss ich, dass wir hier drin vorerst sicher sind. Und wir werden das alles einfach als ein großes Missverständnis spät in der Nacht abhaken. Da meine Nerven nicht mehr ganz so angespannt waren, beschloss ich, wieder Fenster zu putzen. Das war so ziemlich das Einzige, was noch zu tun war, abgesehen vom Reinigen des Taufbeckens. Und das war so einfach wie ein schnelles Schrubben, da es anscheinend nicht oft benutzt wurde. Alles gut, wir schaffen das. Es tut mir leid, dass ich anfange, im Plural zu sprechen, wenn ich ausflippe. Das Fensterputzen ging gut, aber ich ließ den Riegel und alles andere an der Tür und jedes Licht an. Alles gut, alles in Ordnung. Keine Sorge, ich wische nur das Fenster. Dann kam das Schreien. Eis in meinen verdammten Adern. Ich glaube, es war eine Frau. Ich weiß nur, dass es kehliger war, wie der Klang von Trauer in ihrer reinsten Form. Ich weiß nicht, was der Grund für den Schrei war, aber ich konnte hören, dass er aus dem Gebäude kam. Es dauerte eine Minute, bis ich mich wieder bewegen konnte,
aber ich musste wissen, ob ich recht hatte. Es ging immer noch weiter, mit wenigen Unterbrechungen zwischen dem lauten Gebrüll von Wut und Verzweiflung. Ich hatte recht. Ich wünschte, ich hätte nicht recht gehabt, aber es kam von hinter der blauen Tür. Es ging auch weiter, aber es klang so verdammt weit weg da unten, dass ich mir nicht sicher bin, wie das möglich sein kann. Wenn sich hier nicht ein riesiger Betonbunker befindet, weiß ich nicht, wie sich dort unten mehr als ein Kriechgang befinden könnte. Dann hörte es auf. Ich befand mich zu diesem Zeitpunkt im Flur und versuchte, mich in 2 Hälften zu reißen, um weglaufen zu können. Da war dieses eine nagende kleine Gefühl, dass es sich um jemanden handeln könnte, der in Schwierigkeiten steckte. Ich kann nicht einfach jemanden hier zurücklassen, wenn etwas vor sich geht. Das würde mich genauso verantwortlich machen, oder nicht? Ich schwöre bei Gott, wenn meine Mutter mich nicht besser erzogen hätte, wäre ich schneller weg gewesen als mein Vater. Ich klopfte an die Tür und wartete eine Sekunde, um zu sehen, ob es eine Reaktion gab. Es dauerte nur einen Moment, bis eine schwache Antwort kam. Wie ein Hallo, glaube ich. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und rief durch die Tür, wer sie seien. Keine Antwort. Ich klopfte erneut an die Tür und immer noch nichts. Ich klopfte noch einmal fest an die Tür, in der Annahme, dass aller guten Dinge 3 sind. Wie sich herausstellte, war das Blödsinn. Genau in dem Moment, als ich zum 3. Mal klopfte, ging alles den Bach runter. Das Licht flackerte, zuerst nur kurz, aber es flackerte immer wieder sporadisch. Es ging nie länger als ein paar Sekunden aus, flackerte aber immer gerade so stark, dass es meine Sicht beeinträchtigte. Meine Augen machten dieses Ding, bei dem man im Dunkeln nichts sehen kann, wenn man von der hellen Sonne kommt, wodurch alles im Dunkeln verschwommen ist. Ich drehte mich um, bereit, meinen Weg aus der Kirche zu finden und einfach zu sagen, dass ich für diese Nacht zur Hölle fahren kann. Aber als ich mich wieder dem Altarraum zuwandte, um zu gehen, sah ich eine ganze Gemeinde dort stehen, bevor das Licht wieder flackerte. Ich bin stolz darauf, berichten zu können, dass ich mich in diesem Moment nicht, wie allgemein berichtet wird, in die Hose gemacht habe. Stattdessen schrie ich wie eine verdammte Zeichentrickfigur und rannte zu meinen Schlüsseln, die auf der ersten Kirchenbank lagen. Zum Glück ging das Licht wieder an und die Bank war nicht mehr von den geisterhaften Kirchgängern besetzt, die noch Sekunden zuvor dort gesessen hatten. Ich dachte, ich hätte Glück gehabt. Ich dachte, ich würde meine Schlüssel nehmen und zum Auto laufen. Hinter mir spritzte Wasser. Das Taufbecken lief und füllte sich schnell mit Wasser. Ich nahm einen Schluck, drehte mich um und dann ging alles total Shining-mäßig schief. Tiefes Purpurrot strömte aus dem Wasserhahn, durchsetzt mit intensiven Spritzern rostigen, schmutzigen, schwarzen Sumpfwassers. Ich wollte mich sofort übergeben, als ich all das Purpurrot überall auf dem weißen Hintergrund sah. Ich bin nicht wirklich religiös, aber ein Taufbecken, das sich mit Blut füllt, scheint mir ein wenig frevelhaft, denke ich. Ich hatte jedoch keine Lust, über die ethischen Implikationen eines blutigen Geisterbades zu debattieren. Ich drehte mich um meine Schlüssel zu holen, die noch auf der Kirchenbank lagen. Fehler Nummer 2. Gesicht zu verdammtem Gesicht. Ich weiß nicht, wer es war. Ich weiß nicht, was es war. Ich weiß nur, dass ich einem der Dutzenden guten Kirchenbesucher, die jetzt den Altarraum füllten, von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand. Das Geräusch, das aus mir herauskam, war wie ein Auto, das bei 70 Meilen pro Stunde auf die Bremse tritt. Ich bin mir sicher, dass jeder Hund in der Umgebung aufgesprungen sein muss, denn dieses Ding verfolgt mich immer noch. Als hätte es sich in meinen Verstand eingebrannt, weil es direkt vor meiner Nase war. Fast Nase an Nase, wenn es eine gehabt hätte. Das Gesicht war wachsartig, fast wie eierschalenweiße Haut. An sich nicht beängstigend, aber die dunklen, hohlen Augenhöhlen anstelle von Augen waren es, die mich wirklich erschreckten. Ich erwartete, ins Leere zu starren, aber ich blickte in den hinteren Teil des Schädels dieses Dings. Dann öffnete es sein Maul und mir wehte ein ranziger, fauliger Atem ins Gesicht. Hätte ich seit gestern Morgen etwas gegessen, hätte ich mich vielleicht an Ort und Stelle übergeben müssen. Als es sein Maul öffnete, schnappte ich mir meine Schlüssel von der Kirchenbank und rannte den Mittelgang entlang. Um mich herum ertönten höllische Klänge. Die Orgel erwachte zum Leben, kreischend und verstimmt. Dann kam der Gesang.
Dieselbe verdammte Kirchenlied wie beim letzten Mal. Ich wünschte mir, ich hätte die Tür nicht mit einem Riegel und einer Kette gesichert, als ich zu zittrig war, um sie zu öffnen. Aber irgendwie schaffte ich es, da rauszukommen und wie der Teufel über den Parkplatz zu rennen. Und hier sind wir nun. Ich bin seit Stunden wach, weil ich dieses Gesicht nicht aus dem Kopf bekomme. Ganz zu schweigen davon, dass ich immer noch nicht weiß, was zum Teufel hinter dieser blauen Tür vor sich ging. Dieser Schrei klang menschlich, und ich könnte schwören, dass ich nach dem ersten Klopfen jemanden »Hallo« sagen hörte. Ich weiß allerdings nicht mehr, wem ich nach diesem Morgen noch trauen kann. Ich habe eine SMS von Wilhelm bekommen. Wisst ihr, was darin stand? Ich hatte nämlich erwartet, dass sie in etwa so lauten würde: Was zum Teufel ist hier passiert? Nope. Wow. So sauber habe ich diesen Ort seit Jahren nicht mehr gesehen. Tolle Arbeit, danke. Was zum Teufel? Ich werde ein paar Nachforschungen anstellen und vielleicht etwas über den Friedhof oder die Kirche herausfinden. Verdammt, ich werde mich sogar mit Wilhelm selbst befassen. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Und ja, ich weiß, dass mich einige Leute fragen werden, warum ich nicht einfach kündige oder das Schloss aufgebe. Erstens, ich bin so verdammt arm, Leute. Ich verstehe zwar, warum der Job so gut bezahlt wird, aber die Chancen, dass ich jetzt etwas anderes finde, sind gering. Mein Vermieter wartet nur darauf, mich rauszuwerfen, damit er die Miete wieder erhöhen kann. Ich arbeite jetzt seit ein paar Jahren für eine Reinigungsfirma. Und man sieht schon einiges Seltsames, aber nichts ist vergleichbar mit dem, was im alten Fischerhaus passiert ist. Die Erinnerung an diesen Tag geht mir immer noch unter die Haut. Und manchmal frage ich mich, ob ich jemals das Gefühl loswerden werde, dass mich etwas beobachtet. Etwas Dunkles. Es begann wie jeder andere Auftrag. Frau Fischer war vor ein paar Wochen verstorben und ihre Familie wollte das Haus aufräumen, damit sie es verkaufen konnten. Das Haus war groß, ein staubiges altes Ding mitten im Nirgendwo, umgeben von dichten Wäldern, die das Sonnenlicht zu verschlucken schienen. Es war einer dieser Orte, an denen man sich sofort unwohl fühlte, sobald man sie betrat. Die Luft war abgestanden und roch nach Fäulnis und Vernachlässigung. Jeder Schritt, den ich auf dem knarrenden Holzboden machte, hallte durch die leeren Räume wider. Das einzige andere Geräusch war der Wind draußen, der an den zerbrochenen Fenstern rüttelte. Ich begann im Wohnzimmer, wischte die Möbel ab und fegte den Boden, versuchte dabei, das ungute Gefühl zu ignorieren, das sich in meinem Bauch festgesetzt hatte. In einem der Schlafzimmer im Obergeschoss fand ich es schließlich, ein kleines, ledergebundenes Tagebuch, das unter einer losen Bodenplatte versteckt war. Das Tagebuch sah uralt aus, die Seiten vergilbt und brüchig, das Leder vom Alter rissig. Zuerst dachte ich mir nicht viel dabei. Vielleicht war es nur ein altes Familienandenken. Aber als ich es öffnete, veränderte sich die Luft um mich herum. Die erste Seite war in einer zittrigen, altmodischen Handschrift verfasst und auf den 12. Juli 1910 datiert. Sie war von einem Priester namens Pater Augustin unterzeichnet. Seine Worte waren seltsam, als würde er etwas Schreckliches dokumentieren, das geschehen war. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich schreibe dies, um von den Schrecken zu berichten, die das Dorf St. Jakob heimgesucht haben, denn meine Seele wird niemals ruhen, bis die Wahrheit bekannt ist. Ich las weiter und spürte, wie mir ein Schauer über den Rücken lief. Es begann mit den Kindern. Ihr Lachen verwandelte sich in Schreie und ihre Augen wurden schwarz wie die Nacht. Einer nach dem anderen fielen sie dem Fluch zum Opfer, sprachen in Zungen und wandten sich wie Schlangen auf dem Boden. Zuerst dachten wir, es sei eine Krankheit, aber es war nicht von dieser Welt. Es war das Werk des Teufels selbst. Der Raum wurde plötzlich kälter und ich warf einen Blick über meine Schulter, halb erwartend, jemanden hinter mir stehen zu sehen. Aber das Haus war leer. Ich war allein. Ich schluckte den Kloß in meinem Hals hinunter und zwang mich weiterzulesen. Ich wurde in das Dorf gerufen, als das erste Kind starb. Ihr Körper war auf unnatürliche Weise verdreht, ihr Mund stand offen, als würde sie lautlos schreien. Die Dorfbewohner flüsterten von Dämonen, von etwas Unheiligem, das in unser Land gekommen war. Ich glaubte ihnen nicht. Ich war ein Mann Gottes. Ich war ein Narr. Der erste Exorzismus schlug fehl.
Deus in adiutorium meum intende. Die Worte des Rituals zeigten keine Wirkung. Das Kind lachte, ein Lachen, das nicht ihr eigenes war. Sie sprach zu mir mit der Stimme von 1000 Schlangen, verspottete Gott, verspottete meinen Glauben. Und dann starb sie. Ihr Körper wurde kalt und steif in meinen Armen. Ich schlug das Buch mit rasendem Herzen zu. Irgendetwas stimmte nicht. Ich konnte es in der Magengrube spüren. Ein schleichendes Gefühl der Angst, das immer schwerer zu ignorieren war. Aber ich konnte mich nicht zurückhalten. Ich musste mehr wissen. Ich schlug das Tagebuch wieder auf und blätterte die Seiten durch. Die Handschrift des Priesters wurde immer hektischer, je länger die Einträge dauerten. Seine lateinischen Gebete waren über den gesamten Text verstreut, als würde er verzweifelt versuchen, an seinem Glauben festzuhalten. Ich habe das Gesicht des Bösen gesehen. Es trägt die Haut eines Unschuldigen, aber seine Seele ist schwarz. Der Dämon ist nicht mehr in einem Körper. Er bewegt sich wie eine Plage durch das Dorf, verdirbt und verzehrt. Ich habe heute Abend versucht, einen weiteren Exorzismus durchzuführen. Es ist schiefgelaufen. So sehr schiefgelaufen. Dämones me circumdederunt. Der Dämon war stärker, als ich es mir hätte vorstellen können. Er sprach meinen Tundmen Namen. Er kannte mich. Er verhöhnte mich und sagte, er habe auf mich gewartet. Ich konnte seine Anwesenheit im Raum spüren, wie er unter meine Haut kroch und die Luft mit seinem Gestank erfüllte. Plötzlich hörte ich ein leises Knarren hinter mir. Ich zuckte zusammen. Das Tagebuch rutschte mir aus den Händen und fiel zu Boden. Ich wirbelte herum. Das Herz schlug mir bis zum Hals. Aber der Raum war immer noch leer. Die Schatten schienen sich jedoch zu verschieben, bewegten sich auf eine Weise, die sich nicht richtig anfühlte. Es war, als wäre etwas bei mir. Ich nahm das Tagebuch wieder in die Hand, meine Hände zitterten. Ich wollte aufhören zu lesen, aber etwas zog mich hinein, als hätten die Worte eine eigene Kraft. Ich blätterte zum letzten Eintrag, datiert auf den 31. Oktober 1910. Das Dorf ist verloren. Der Dämon hat sie alle geholt. Männer, Frauen, Kinder. Er bewegt sich durch sie wie eine Seuche und hinterlässt nur Tod und Wahnsinn. Ich höre seine Stimme jetzt im Schlaf. Er flüstert mir zu, ruft mich. Ich weiß, was ich tun muss. Dies ist kein Glaubenskampf mehr. Es geht ums Überleben. Ich werde mich ihm heute Nacht stellen. Fiat voluntas tua. Wenn dies meine letzten Worte sind, soll es bekannt sein, dass ich gekämpft habe, auch wenn ich fürchte, dass ich vergeblich kämpfe. Die letzte Zeile wurde in zittriger, kaum lesbarer Schrift geschrieben. Ich höre es jetzt. Es kommt zu mir. Sobald ich mit dem Lesen fertig war, frischte der Wind draußen auf und heulte gegen die Fenster. Das Haus ächzte, die Dielen knarrten, als würde sich etwas Schweres durch die Flure bewegen. Mein Atem kam in kurzen, panischen Stößen, und jeder Instinkt sagte mir, ich solle rennen, aber meine Beine wollten sich nicht bewegen. Dann begann das Flüstern. Zuerst war es leise, wie der Wind, der durch Risse in den Wänden strich. Aber es wurde lauter, eindringlicher. Worte, die ich nicht verstehen konnte, gesprochen in einer Sprache, die mir eine Gänsehaut bescherte. Dieselbe Sprache, in der Pater Augustin geschrieben hatte. Dämones, ad te veniunt. Der Raum schien sich zu verdunkeln, die Schatten zogen sich über die Wände und wandten und krümmten sich wie etwas Lebendiges. Mein Herz pochte in meiner Brust und ich wich rückwärts zur Tür, das Tagebuch fest umklammernd, als wäre es meine einzige Rettungsleine. Aber dann sah ich es. In der Ecke des Raumes stand, kaum sichtbar im schwachen Licht, eine Gestalt. Sie war groß, ihre Haut blass und straff über den Knochen gespannt, ihre Augen schwarz und leer. Sie bewegte sich nicht, aber ich konnte ihren kalten und bösartigen Blick auf mir spüren. Mein Atem stockte, und für einen Moment war ich wie erstarrt, unfähig, meinen Blick von dem Ding in der Ecke abzuwenden. Dann lächelte es. Das Lächeln dehnte sich unvorstellbar weit aus, teilte sein Gesicht in zwei Hälften und enthüllte Reihen scharfer, geschwärzter Zähne. Und dann sprach es. Seine Stimme ein leises, gutturales Knurren, das in meinem Kopf widerzuhallen schien. Fiat voluntas tua. Ich rannte los.
Ich rannte schneller als je zuvor, die Treppe hinunter durch die dunklen Flure, zur Vordertür hinaus. Ich hielt erst an, als ich in meinem Auto saß, die Tür hinter mir zuschlug und nach dem Schlüssel kramte. Das Haus tauchte im Rückspiegel auf, als ich davonraste, und seine dunklen Fenster starrten mir wie Augen hinterher. Ich bin nie wieder zum Fischerhaus zurückgekehrt. Am nächsten Tag kündigte ich meinen Job für meinen Job, zog in eine andere Stadt und versuchte, alles zu vergessen, was ich in diesem Tagebuch gelesen hatte. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass mich etwas verfolgt. Nachts höre ich immer noch das Flüstern, das sich in meine Träume schleicht und meinen Geist mit dunklen, uralten Worten füllt, die ich nicht verstehe.